Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung und hoffentlich auch mit besserem Ton als gestern. Hab sehr viel Zeit investiert, um das wieder zu optimieren. Keine Ahnung, was es gestern war. Sorry for that. Ja, die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe. Hilton hat eine Promotion, wer die amerikanische Kreditkarte haben will. Und ihr solltet drüber nachdenken über die amerikanische Kreditkarte, weil DKB ist Geschichte. Weiter geht es mit der Lufthansa. Nach der ITA-Übernahme geht es jetzt darum, die ITA in die Lufthansa zu integrieren. Wie wollen die das machen? Man hat auch schon das nächste Opfer aus Lufthansa-Sicht im Visier. Das wäre die TAP. Und British Island Authorities, ja, die Leute, die in England, Großbritannien sind, haben ja 2-Liter-Regelung eingeführt, haben sie dann wieder ausgeführt und haben jetzt aber wieder eine 2-Liter-Regelung eingeführt, aber nicht für alle. Und es gibt vielleicht jetzt auch etwas mehr Klarheit, warum man die 2 Liter jetzt ausgesetzt hat. Damit habe ich United fast vergessen. United sendet jetzt den Passagieren Beweise, dass sie Verspätung haben wegen des Wetters. Also interessante Sendung heute. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren. Aber ganz, ganz wichtig auch zum Stammtisch zu kommen. Wir haben in Frankfurt den Stammtisch, da habt ihr den Link jetzt nochmal unten in den Shownotes beziehungsweise dann auch eventuell nochmal im ersten Beitrag. Meldet euch an, dann könnt ihr einen der 4 Plätze bei der Verlosung gewinnen, wo wir zur Lufthansa Technik gehen. Und für die, die leider da kein Losglück haben, für die haben wir eine Verkostung von dem Avionic Drink. Ich muss nur gucken, dass ich den besorgen kann. Also insofern gucken wir uns das Ganze an. Sollte das nicht klappen mit dem Avionic, wir haben auch andere Getränke, die es dann gibt. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Jetzt geht es auch direkt los und zwar mit den Flüssigkeitsbestimmungen. Besonders interessant ist es ja, weil England wollte ja, oder Großbritannien muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen, wollte ja, dass man alle Maschinen, die dort zum Einsatz kommen, die sogenannten CT-Scanner sind. Und die CT-Scanner bei der Security haben ja gerade für mich, wenn ich in Helsinki bin oder in Tallinn bin oder wo auch immer, wo sie sind, den Vorteil, dass ich nichts aus dem Gepäck rausnehmen muss und auch Flüssigkeiten. Wobei mittlerweile bin ich dazu übergegangen, viele Sachen einzuchecken. Ja, ich weiß, living on the dangerous side of life und ihr wisst ja, no risk, no fun. Aber es ist so, dass dann die Leute, die halt nur mit Handgepäck reisen, jetzt auch Flüssigkeiten bis zu 2 Liter mitnehmen können. Und da ist es so, dass die Leute in England das nicht mehr dürfen. Der Grund dafür war nicht ganz klar, weil man wieder das 100 Milliliter Limit eingeführt hat, also 10 mal 100 Milliliter maximal 1 Liter. Der Grund dafür liegt wohl anscheinend, dass die künstliche Intelligenz der CTs doch nicht so viel Intelligenz hat. Das heißt also, dass es da ein Problem gibt bei der Programmierung. Interessanterweise ist es so, dass es auf der Insel Probleme gibt, aber nicht irgendwo anders. Also in Helsinki oder sowas hat man zwar die 2-Liter-Regelung auch nicht großartig reduziert im klassischen Sinn, aber es ist jetzt halt wieder eingeführt worden für Leute, die am Flughafen arbeiten, für den Sommer. Das heißt also, es gibt da nicht so einen schnellen Software-Fix. Warum im Sommer? Die Begründung ist da auch ganz amüsant, weil im Sommer mehr getrunken werden muss. Als ob es da halt nichts erst halt geben würde in Form von Wasserhähnen oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass die Leute, die dort Mitarbeiter sind, dass sie da nichts von den teuren Sachen kaufen müssen, wie wir Passagiere. Ja, die Frage, warum man da eine 180-Grad-Drehung gemacht hat, ist immer noch... Es ist eine Vermutung, also ob es an der Software liegt oder wie auch immer, weil es wurde halt auch nicht bestätigt. Und interessant ist es so, dass diese Regelung bis zum 1. Oktober gilt, dass man mehr mitnehmen darf, wenn man am Flughafen arbeitet. Also hier nochmal der Hinweis, es kann vielleicht nach Deutschland kommen, es kann auch überschwappen. Ihr könnt ja berichten, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, dass man bei den Sicherheitskontrollen eventuell kein Durchkommen hatte mit größeren Mengen. Ich persönlich, ich habe es nicht exerziert, weil ich halt auch gar nicht diese großen Mengen mitschleppe, ehrlicherweise. Weil ich trinke ja in der Lounge einfach mein Getränk und bin dann auch wieder weg. Kommentiert unten, sagt, was ihr dazu denkt.
was ihr dazu denkt zu der ITA-Übernahme. Da haben wir ja viele Sachen schon gehört. Viele von euch haben ja ihre Meinung gesagt und waren ganz unhappy, dass Lufthansa die übernimmt. Lufthansa selber geht aber davon aus, dass man durchaus die ITA umdrehen kann. Heißt also, dass man aus den Verlusten auch Profite machen kann. Und Carsten Spohr hat in einem Investoren-Call gesagt, wie er das machen möchte, auch mit Zeitplan. Wie wird die Beteiligung von 41% im ersten Schritt in die Lufthansa integriert? Und zwar ist das so, die 41% sind so, dass man dann als erstes, und das ist ein Zitat, Kundenschnellvorteile durch die Codeshares, gegenseitige Meilenanrechnung und unsere Treueprogramme. Und ab 2025 soll es dann soweit sein, dass die gegenseitigen Codeshare-Vereinbarungen gelten und natürlich auch ITA Airways logischerweise in Miles & More integriert wird, weil alles andere würde ja auch keinen Sinn machen. Wenn sie schon eine Tochter sind, dann sollen sie auch eine echte Tochter sein. Interessant ist auch, dass man dort natürlich auch die Sichtbarkeit in den Vertriebskanälen des ITA-Angebots erhöhen will. Man wird dann aber im nächsten Schritt, wenn die ITA auch Teil des Joint Ventures wird, es gibt ja dieses Atlantic Joint Venture, was man Atlantic Plus nennt, wo auch die United und Air Canada sind, wird man natürlich betreiben. Das war das, wo die SAS so ein bisschen unhappy war, wenn man ehrlich ist, weil sie sich da so als zweiter Klasse, vielleicht sogar dritte Klasse Starlines-Mitglied empfunden haben, weil sie da halt nicht mitgekommen sind, nicht mit rein durften, nicht mit dabei sind. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, das kann ich dann verstehen. Aber die Lufthansa wird das natürlich machen, dass man dann 20-30% der Synergien erreicht. Ja, das ist ein hartes Ziel. Dann kommt natürlich nochmal die Lufthansa Technik ins Spiel. Das wäre die nächste Phase, 2026, 2027. Will man dort auch die ganze Flotte und alles nochmal in die Lufthansa integrieren, in die Bilanzierung reinholen. Da sagt man dann, dass man 70-80% der Synergien hat. Auch die Harmonisierung der IT und der Beschaffung fällt darunter. Für die einen ist es Fluch, für die anderen ist es Segen. Die sagen, die Lufthansa IT ist ein Graus. Ihr könnt auch hier nochmal kommentieren und sagen, was ihr davon haltet, weil viele sind ja auch unhappy, zum Beispiel, dass die Swiss-Webseite auf Lufthansa getrimmt worden ist. Ist natürlich mit Nachteilen für den einen oder anderen verbunden. Die dritte, aber auch letzte Phase hat kein Datum. Da will man dann 100% der Synergien erreichen. Was fehlt, ist dann natürlich noch die Integration, wenn die Lufthansa da den vollen Zugriff auf die Firma hat. Heißt also, dass man dann wirklich den zentralisierten Flugzeugbesitz übergehen möchte. Man möchte dann auch wirklich die Bilanz komplett gemeinsam machen. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Bestellungen zum Beispiel beim Flottenmanagement und so weiter und so fort auch dann zentral, wahrscheinlich aus Frankfurt, natürlich gemacht werden. Man wird vielleicht den Fehler, wie Lufthansa es vielleicht intern denkt, bei der Swiss die machen zu lassen, was sie wollten in Zürich. Aber sie haben es ja nicht schlecht gemacht, weil sie halt auch wirklich, ja, sie haben halt auch Profit gemacht und am meisten Geld pro Sitzplatzkilometer. Aber gut, das ist halt so. Ich bin da mal gespannt, wie das alles dann so sich zusammenfügt, wie so ein Rad und ob das dann auch wirklich alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Und bekommt ITA dann auch irgendwie Allegris? Wie heißt das dann bei ITA? Heißt das dann... Ihr könnt mit Namen abkommen. Ich will es nicht vorwegnehmen. Dann haben wir natürlich, ihr wisst ja, vor der Übernahme oder nach der Übernahme ist vor der Übernahme. Und die Übernahme, die jetzt natürlich ansteht, wäre die TAP. Die Portugiesen wollen natürlich dort einsteigen lassen, jemand, der ihnen was bringt. Und die Lufthansa guckt sich die Portugiesen ganz genau an. Das haben sie auch gemacht, wo sie schon mit der Alitalia oder ITA immer noch im Infight waren. Und Carsten Spohr sagt, man will sie intensiv anschauen. Intensiv, durchdringend vielleicht. Und nachdem die ITA ja jetzt andockt und man hatte das Okay der Kommission bekommen, ist es so, dass man doch weiterhin eine Konsolidierung des europäischen Luftfahrtmarktes hat. Interessant wird ja übrigens auch sein, was passiert mit der LOT zum Beispiel. Also wo wollen die dann andocken? Und Carsten Spohr sagt auch, Lufthansa muss für ihre heutige Größe internationaler werden. Internationaler werden heißt für die Lufthansa halt auch
Auslandsbeteiligungen und Auslandsanteile bei einer Firma haben. Interesse an weiteren Übernahmen, das geht laut Spohr wegen begrenzter Flugkapazitäten nur mit anorganischem Wachstum, also mit Übernahme. Und das ist dann so, das heißt also durch ganz knallharte Business-Deals. Wenn man jetzt die Gelegenheit bei Portugal sich anguckt, ist so, dass der Staat 2023 die Privatisierung der TAP dort unterbrochen hat. Wir hatten ja auch da das Problem, dass die CEO-Dame da rausgeflogen ist, in Anführungsstrichen. Und jetzt ist es so, dass natürlich die Lufthansa wieder mit demselben Interessentenkreis dort zu kämpfen hat. Das ist natürlich die IAG, das ist aber auch die Air France KLM, also die üblichen Partner. Die Frage ist, wer wird es bekommen? Wenn die Lufthansa schon so viele Probleme hatte, die ITA zu bekommen wegen Marktbeherrschung, wie wird es mit der TAP sein? Und die Marke, die Identität einer Airline und ihre Drehkreuzenfunktion bleiben bei uns bewiesenermaßen erhalten. Das heißt also, Carsten Spohr macht wieder Werbung, dass er als Lufthansa ein Garant ist für Weiterführung der ganzen Themen, so wie es war. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, ob die Austrian noch Österreich ist. Ihr könnt entscheiden, ob die Swiss noch Schweiz ist, ob die Brussels wirklich belgisch ist. Und ich bin mal gespannt, inwieweit ihr das so seht. Man will natürlich mit der TAP eine Lücke schließen und das ist Südamerika. Südamerika ist für die Star Alliance, aber auch für die Lufthansa nicht so ein Fleck Erde, wo man richtig gut vertreten ist und das möchte man mit der TAP dann wegnehmen. Man würde das Netzwerk nach Südamerika ausbauen und dafür bräuchte man dann auch mehr 787. Und damit sieht man dann auch, wie Lufthansa das Ganze dann machen möchte. Die 340 wäre für so lange Strecken aus Frankfurt und München nicht effizient genug. Also auch hier perfekt und interessant, was da passiert. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sagen und erinnern uns an die Worte von Herrn Kühne. Die Lufthansa ist so ein Gemischtwarenladen. Wenn wir mal wirklich alle Marken aufzählen, wird es schon ein bisschen schwierig für den gemeinen Verbraucher, das alles nochmal, was die Lufthansa Group ist, zusammen auseinander zu fleddern und dann im Kopf zu behalten und zu wissen, mit wem man was macht. Allein in Deutschland mit der Lufthansa Cityline, Lufthansa City Airlines, dann Eurowings und so weiter und so fort. Vielleicht sollte man einige Marken im Konzern ehrlicherweise doch konsolidieren und schauen, was man damit macht. Auch Eurowings Discover, das sind alles so Themen, die natürlich dort ein Thema sind. Ihr könnt natürlich auch sagen, ob das für die Lufthansa ein logischer Schritt ist mit der TAP oder sagt ihr, nee, die sollen jetzt erstmal gucken, dass sie mit der ITA alles in den Griff kriegen, bevor sie hier weitergehen und Gas geben. Also, ihr seid wieder gefragt. So, nächstes Thema, was wir haben, das wäre das Thema United. Wenn ihr bei United fliegt oder wenn ihr überhaupt fliegt mit Fluggesellschaften, dann erklärt man euch, ja, wir haben Verspätung wegen Wetter. Und für den gemeinen Zuschauer ist es natürlich auch so, man guckt aus dem Wetter raus und genau aus dem Wetter sage ich schon, aus dem Fenster raus, da hat man Wetter, man hat Sonnenschein und dann weiß man halt nicht, naja, aber wenn das Flugzeug doch mehrere tausende Kilometer weiter weg kommt, das kann doch nicht wahr sein, dass die wegen Wetter nicht kommen. Ich hatte öfters auch schon die Situation, wo ich mich gefragt habe, wie kann das sein? Ich hatte mal die Situation in Hannover, wo ich nach München fliegen wollte. Alle Air Berlin-Flüge, ja, es war noch zu Air Berlin-Zeiten, sind geflogen, aber Lufthansa ist nicht geflogen. Die haben die Flüge eingestellt. Der Grund hierfür ist, dass natürlich, wenn eine 737 kommt, die Cat-3B-Landung, also das heißt Landung mit ziemlich niedriger Visibility machen darf. Und dann kommt dann halt so eine Cityline an mit einer Canadair, wie sie damals hießen. Heißen die immer noch Canadair? Klar, Canadair heißt Canadair, oder ist es jetzt mittlerweile Mitsubishi? Naja, nun gut, auf jeden Fall, die haben vielleicht nicht die Zulassung dafür gehabt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die nicht gekommen. Und so ist es dann halt auch für Leute, wenn sie in Hannover da sitzen, zum Beispiel in meinem Beispiel, und sehen, da ist das Wetter okay, andere Flugzeuge kommen aus München, mein Flieger kommt aus München nicht und die sagen Wetter, das ist ein Problem. Deshalb hat man bei United jetzt angefangen, dort den Kunden lustige SMS und Nachrichten zu schicken. Hier seht ihr das. Da gibt es einfach mal eine schicke Karte, wo dann auch Wetter drin ist, wo man dann auch sieht, hier der Flug, das ist ja dann von der Ostküste irgendwo nach Chicago oder was ist das? Also auf jeden Fall, dass man dort sieht, dass von Newark
Ich meine, das wird Chicago. Ich sehe es leider nur ganz, ganz klein. Muss mich da so ein bisschen auf Geografie und den See konzentrieren. Da ist es halt auf jeden Fall so, dass man da sieht, wie das Wetter hier schön grün ist und wo man dann durchfliegt, dass man da ein Wetter auch hat. Und ich bin gespannt, was andere Fluggesellschaften machen. Und ich bin mal gespannt, ob das etwas ist, wo ihr als Flugbegeisterte, aber auch als Vielflieger sagt, das ist doch mal eine coole Geschichte. Wenn Sie mir die Begründung quasi schicken, warum Sie zu spät sind. Und ich bin mal gespannt, wann andere Fluggesellschaften das machen. Interessant wäre auch, ob das auch bei anderen Verspätungsformen möglich ist. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir haben Vogelschlag im Triebwerk gehabt und dann gibt's halt ein Bild vom Triebwerk. Wäre vielleicht zu viel Information für den einen oder anderen. Ich habe deshalb die Frage des Tages, und zwar, wie findet ihr die Wetterkarte? Sollten die Fluggesellschaften Beweise schicken? Natürlich immer wieder in Anführungsstrichen. Das ist eine KI, die das macht, die das an betroffene Passagiere schickt. Ich finde die Idee grundsätzlich einmal ganz lustig und interessant. Aber hier würde ich viel lieber hören, was ihr dazu denkt und wie ihr dieses Thema aufnehmt und sagt, Beweise sind gut und schön, wenn ich es sehe. Seeing is believing. Ja, also insofern hier eure Meinung und was ihr für Beweise haben wollt. Jetzt gehen wir zu American Express. Ich habe so viele Calls in Bezug auf Kreditkarten. Viele Leute haben halt die Nase voll mit ihren Karten, zum Beispiel von DKB oder den deutschen Karten, weil sie festgestellt haben, dass es in Amerika wesentlich mehr Bang for the Buck gibt. Und wenn wir uns da mal anschauen, was es für Möglichkeiten gibt mit amerikanischen Kreditkarten, dann mache ich euch jetzt mal mit einer Promotion wieder den Mund wässerig. Warte, da haben wir falsch gedrückt. Da ist es, hier haben wir es. Und da seht ihr das, dass man in Amerika jetzt, wenn man die Hilton-Karte zum Beispiel nimmt und ihr seht, das ist eine kostenlose, die hat no annual fee. Diese Karte kostet nichts, man bekommt aber 7-fache Hilton Honors Punkte, 5-fache Hilton Honors Bonuspunkte, wenn man zum Beispiel in Restaurants oder US-Supermärkten oder an US-Gas-Stations einkauft. Ist natürlich nicht ganz so, wie es in Europa ist, dass es dort das nicht gibt. Aber was auch schön ist, ist es halt, es gibt dreifache Hilton Honors Bonuspunkte für alle anderen Sachen. Und in Europa, wie viel kriegt ihr dafür? Wir wissen nicht, wie es mit der neuen Karte ist. Jetzt ist es sogar so, dass man anstatt der normalen Promotion jetzt 70.000 Punkte bekommt und nach 2.000 Punkten $2.000 die Punkte nicht nur bekommt, sondern auch die Freinacht kostenlos, was also eine kostenlose Karte richtig geil macht. Guckt nochmal hier unten drauf und ihr seht zum Beispiel, dass es dort bei der Karte auch den Silberstatus direkt gibt und den Goldstatus nach $20.000 Spend. Ja, es ist keine Goldkarte direkt, das gebe ich ja zu. Die kriegt ihr nämlich, wenn ihr die Hilton American Express Karte nimmt. Und zwar nennt sich die ganze Surpass. Da gibt es sogar 12 Punkte, aber die Karte kostet halt $150. 6-fache Punkte für alle Ausgaben im Supermarkt und in der Gasstation. Dann, wenn ihr 4-fache Punkte bekommen wollt, dann ist es auch in den USA meistens natürlich. Aber ihr kriegt für alle anderen Ausgaben 3-fache Punkte. So sieht's hübscher aus. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist ja geil, 130.000 Punkte plus eine Freinacht nach $3.000, die ihr in den ersten 6 Monaten ausgeben könnt. Dieses Angebot für vorher auch gilt natürlich bis zum 31.07.2024. Und hier seht ihr natürlich auch, ihr kriegt direkt den Goldstatus, kriegt nochmal $200 Hilton Statement Credit. Heißt, ihr könnt auch bei 15.000 nochmal eine Freinacht bekommen, habt auch keine Foreign Transaction Fees. Also das heißt, diese Karte hat hier nochmal richtig Vorteile. Die Karte, die ich persönlich selber habe, da gibt es sogar 75.000 Punkte anstatt 150.000 Punkte, nachdem ihr $6.000 innerhalb der ersten 6 Monate ausgegeben habt. Und ihr kriegt hier 14-fache Punkte und 7-fache Punkte, wenn ihr das in den Car Rentals und so weiter ausgebt und in US-Restaurants. Natürlich müssen die Car Rentals dort eine gewisse Company sein. Und es gibt 3-fache Punkte für ansonsten andere. Und hier die Karte hat nämlich noch was richtig Geiles. Es gibt nämlich direkt den Diamond-Status. 100% Diamond, direkt gar nichts. Und $400 Resort-Credit.
Also da gibt es dann zweimal pro Jahr die $200. Dann gibt es nochmal $200 Flugkredit. Ist natürlich für den einen oder anderen doof, weil es nur für amerikanische Fluggesellschaften gibt. Clear ist auch nicht interessant, wenn man keine Vorteile dort hat. Es gibt einen National Car Emerald Status, den muss ich mir übrigens auch nochmal holen. Ganz vergessen. Und da es sich um eine Premium-Karte handelt, gibt es auch den Premium Global Assist. Also ihr seht, für $550, die ihr sehr einfach zurückfinanzieren könnt, gibt es dort natürlich viele Sachen einfach on top. Nachdem ich euch wieder den Mund wässrig gemacht habe mit amerikanischen Kreditkarten, sollten wir uns nochmal den Fragen des Tages zuwenden. Ach ja, ihr könnt ja hier, wenn ihr mit amerikanischen Kreditkarten Sorgen, Ängste oder Nöte habt, mich kontaktieren. WhatsApp-Nummer hier. Hatte ich wieder eingeblendet, keine Ahnung warum, ich wollte das anders machen. Aber hey, so ist das. Manchmal hat man einen an der Marmel. Jetzt haben wir die Frage des Tages und wir sind wieder über 20 Minuten gekommen. Das ist unerwartet. Und die Fragen des Tages sind: Wie findet ihr die Wetterkarte? Sollten alle Fluggesellschaften Beweise schicken für Verspätung? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich hoffe, der Ton ist gut gewesen und ich werde es gleich in der Post-Production merken und hoffe, dass ihr da verschont bleibt von irgendwelchen Malli und schlechten Tönen. Deshalb schickt mir Kommentare unten rein. Wenn ihr am Stammtisch teilnehmen wollt, könnt ihr Fragen auch hier schicken. Und natürlich, lange Rede, gar keinen Sinn, wie immer, Kanalmitgliedschaft und viel Spaß euch heute am Rest Samstag. Also bis dann, ciao und ich melde mich dann hier einfach wie immer mal ab und abspannen.